Wen haben wir denn da? Alright, we've Ist got das a Zan very Syed? familiar face here on the left. Syed. You will recognize Syed, him oh from ja, okay. Vegas as he took this Gegen first Homero place in Sanchez. Vegas playing Was Emerald spielen die Steel. denn? Zan also has a very Können wir great sehen, track record 18th here at place. the Lorcana challenges. Took 4th place Ja, wir in können es Atlanta sehen. playing Wo haben wir Amber denn hier Steel, San and Syed? 39th place in Toronto playing Ruby Amethyst. So Hier haben wir ihn could be doch playing a schon. lot of things. I do see Emerald Steel here in his hand, and so it's a deck that he did well with in Vegas, one that he's sort of Doc. been pioneering. Ein Stück. And you know, Und 3 I've im listened to Offen. Zan talk Spannend. about how Eine powerful the deck Anna. can be. I believe he thinks it's the strongest deck in the format. Okay, We okay. also have Ein Quickie. Homero here on the right. 2 having Baboom hat er taken noch reingetestet. 33rd in Atlanta, so not having his invite yet to one of the Continentals, playing. So ist es vielleicht schöner, ne? Took 33rd playing Amethyst Steel and is playing Amethyst Steel Ja, today. wobei, as so well. ist es irgendwie kompakter. That's right. We do see Homero on the right playing Amethyst Steel. And So. we do know here that Zan Syed Und dann haben wir noch got 18th place after Swiss, Homero. and Homero is in 47th, which means that Zan will be 47. choosing who goes first, and it looks like he has chosen himself for game number 1. And for a reminder to the audience, this is no longer 2-game format, so we will be doing a best of 3 games here. So potentially still 2 games, but our Lumineers will be playing until one of them has 2 wins in the match. Was hat We're der going denn to see so? Zan starting out with just inking a card, doesn't have the turn 1 Diablo to play, and Homero's going to follow that up with a Mickey Mouse Food Fight Defender. A pretty decent 1-drop here, having that 2 willpower, then resist +1 makes it a little bit difficult for Zan to use some of the steel removal. Wait, available was to ist him so? through cards like the Storm Rage on. Achso, Sanchez mit Nachname. You need sort of that extra damage to banish Und ist 1-drop character. 47. I'm eager to see how Homero plays this. Amethyst Steel is typically a bit more aggressive, can lean a little bit more mid-range of a deck. So Zan Syed playing another steel deck as well. Those steel decks lend themselves to do pretty well against it, a more aggressive deck. But Zan going first here, that's already a good start. You're playing into a more aggressive deck. We're going to see Zan playing the stock, Bold Knight. If you wanted to, he could have discarded his hand and drawn 2 cards when playing Doc, but with probably 5 or 6 cards in hand, I don't think that's something that you want to do. Die Falle, okay. Probably not. I think that would Gathering signal to Knowledge your and Wisdom, opponent that 2 your hand is Stück. very bad. Ordentliche You can see it too. Bieter und Kurve So auf it jeden looks Fall mit like we're Food gonna Fighter go Doc. for a turn 2 Dann haben Prince wir mit John Lawrence, here. okay. Now, if you're Homero, you're probably 3 noticed Pete nur. that Und 2 the The Doc Bosses on on a roll. turn 4 2 Library is immerhin. definitely not ideal for Zan here. Okay. And that is spotting kind of a weaker hand Wir sind super. from Zan. So Mann. we have seen Homero start with his Mickey, who has effectively 3 willpower with his 2 willpower and resist 1, and Mr. Smee with his 3 willpower. So it seems that Homero is very familiar with this matchup, knowing that 3 willpower Wow, is so a viel haben wir schon very verpasst. key number to Crazy. hit when you're playing against a Okay. opposing steel deck. And we see Homero playing a Lawrence there as well. The card shows 0-4. Und da ist auch as schon the der eine stats, Doc. but as long as Er wurde Lawrence bestimmt nicht does not have aktiviert. any damage, that he actually gets an extra 4 strength, In so turn 2. effectively being a 4-4 with 2 lore. A very well statted. Wie finde ich das and Matchup denn? aggressive questing card for Homero there. Eigentlich eher gut für Zan, oder? Stat line, but a good Ich meine, body wobei here so to Aggressiveness, make good challenges and trades, or if we quest with Kann Lawrence, schon you know, funktionieren. anything that has to challenge into him is going aber es to ist nicht so hyper aggressive. back pretty hard, but I do really love seeing the Muses being Oder played ist here es by Zan. I hyper think this is aggressive? going to be a very important card Mal in grad this noch mal matchup, reingucken. specifically with the Muses in play. When Zan sings a song, Ah, he can nee, es choose ist a so character aggressive. that has 2 strength or less and return that character to Aber the nicht player's besonders hand. hyper, So würde ich this is sagen. a card you really want to see when you're up against a more aggressive deck. Von daher because sollte das, usually those characters don't have a glaube lot ich, of nicht so strength. schlecht It's a sein. way Jetzt sehen to wir schon, keep wie die characters Musen am off Start of the sind. board against an Direkt den Mickey aggressive zurückschicken, player, um den Beatern zu essentially meaning unterbinden. they have to replay the Homero hat erst 4 cards, Lore. so not getting the opportunity to quest. It's a great way to slow those players down, and we see Zan do that here by singing Sudden Und Choke Zan hat auch Stop, angefangen, ne, forcing weil er der Homero höhere to Seed ist. Genau, discard sehr a super card nice, and wie use sie the den Muses' Seed ability to einblenden. In bounce that Europa wird Mickey einem back leider to immer nur so Homero's hand. eingeblendet, wie viele Punkte die Also hatten nach getting dem a draw Swiss. off of the Prince John, Und das who's ist established halt nicht as so well, spannend. drawing a card when Homero Denn has to daraus kann ich discard a erstens card. nicht so nice in der Liste Now, herausfinden, both wo sie wohl Prince sein werden. John and the Muses have the Aber ability zweitens to bei warp, Gleichstand auch nicht which unbedingt says they herausfinden, cannot be wer der höhere chosen Seed ist except oder for a gewesen challenge. ist. And it looks like Aber Zan okay, is was kann going to Homero denn leave them machen? both ready here. Er hat ja Well, immerhin the Prince John 4 ready, Lore of in course, Play. the Muses could not quest Chernavox or Follower sehe ich auf challenge seiner this Hand. turn. But he's going to leave this Prince John ready, which is going to make it very hard for Homero to use his steel actions and songs to deal damage to them. However, Homero is going to, looks like, Sehen wir nächste Runde just Hypnotize und throw Baboon both his characters into the quest von Zan. and
get ich mir some gut lore. He's vorstellen. already at 8, Okay, so jetzt kommt Madame Mim, definitely a bit scary for Smee Zan here. zurückzubouncen. Yeah, Homero certainly has his foot on the gas. I feel like that's what you have to do. Aber Churnabox-Follower sind geinkt, weil stattdessen jetzt was ausgespielt wird. Fox, you have to bounce one of your characters back to your hand, or else the fox is banished. But the fox also Wow, has sogar noch rush, zunutze so gemacht, Homero's das able to Rush. challenge into the dock Ah, here, mehr making Food that Fighter. trade. Ja, One thing that I really like to see out of Zan, this just goes to show den kennen wir ja schon. how great of a Lorcana player he is. He's had a Diablo in his hand for a while, a 3-cost Diablo. He just drew into another one, which is a card that a lot of Emerald Steel players like. Ja, jetzt hat er noch 3 Handkarten. Das heißt, er könnte so hypnotisieren. But knowing that you're playing against another Er könnte Steel Baboom machen, player, you don't want to play auf your Diablo Lawrence, out and then immediately have your um Diablo den dann banished abzuarbeiten to mit the seinen likes of Muses, Cards wobei Advantage die dann or natürlich Boom, getradet werden Bloodstone könnten Range von on. der There's a Madame lot Mim. of cards in Steel that Aber can das will get man, rid of glaube ich, this trotzdem Diablo machen. and is instead Die Madame Mim wird ihn, glaube ich, deciding to fast play these nicht mal warded traden. characters like Prince John and the Muses that can be chosen by Aha. Homero and choosing to gain Jetzt könnte man value natürlich and theoretisch move auch his game Diablo plan rauslassen. towards those. Man könnte auch Strength And of we a do Raging see Fire here Zan rauslassen. has used Hypnotize, which is going to have Homero Strength of a discard a Raging card, Fire ist ja Zan super draw stark a jetzt. card, and then Man Zan sollte in will Wahrheit draw den another Diablo card, Eindrop Prince inken, John. denke ich mal. Now we do see Baboom the spielen card auf die that Madame Homero Mim. discarded is Smash, which might be signifying Und dann to Zan 2 things. He could be thinking, okay, so he Strength had of a an Raging extra Fire copy ausspielen auf den of Steel Lawrence. Action, or Mit den he's Muses discarding his only Steel Action here den Mickey because bouncen. both my characters have Ward. Yeah, exactly. Homero knowing that, Ja. okay, with Prince John and Muses having Ward, I can't use this Smash. It's not very useful in my hand outside of potentially being Ink. We are going to see Zan seeing Strength of a Raging Fire Ink und with Baboom Prince auf die John Mim. to banish the Alles Mickey, geklärt. and then we're going to use the Muses to... Und Homero hat erst bounce 8 the Mickey live. back to hand. We're going to use Strength of a Raging Und wenn ich Fire das on richtig Lawrence, sehe, hat I er auch believe, to keine banish Queen's that, and Castle. then using Baboom to finish off this Madame Mim Fox, dealing 2 damage Oder to hat it, er doch welche? banishing it. Very solid playline here from Zan, leaving Homero with no characters Nee. in play. Homero still has a full hand though and can refill the board this turn. Hat but er it does nicht. leave his Prince John safe from challenges. Library hat er wohl. And one of the things about Die hätte ich using eigentlich Muses to als bounce baldigst characters back to deployed. Die the ist nämlich opponent's schwierig hand abzuarbeiten it für stops them Emerald from Steel. questing, they have to replay them. We Grindet see einem this noch den Mickey Mouse Kartenvorteil. and Smee being Aber played jetzt macht er that lieber dieses we Play, wo er Homero noch already Dock had. macht He's mit gonna, 0 Handkarten, um sich 2 ink the reinzuziehen. library, it looks like, playing the dock, discarding his Ja, non-existent hätte ich hand, wahrscheinlich auch so and gespielt drawing vor 2 cards off Efficiency. of the dock's ability. Ich weiß noch nicht, ob das But wirklich wert war, die Muses Library aufzugeben. can only bounce Wir gucken mal, was characters jetzt as many passiert. Jetzt die songs as beiden you have in Diablos your machen hand, natürlich and nicht as so we viel. see Zan's Die Frage right ist, ob wir now jetzt with Ursula in having die 2 Tinte Diablos sehen und and Doppel-Diablo Ursula receiver ausgespielt. of all. You know, it can Ja. delay the game, but it can only delay the game so long. Genau das wird es Once jetzt these sein. aggressive decks get to a point guten where they're building unterschriebenen up their goodwill and Diablos. they can sort of play out their whole hand, utilize cards like Doc, your board starts to become really wide, and Zan either needs to find a lot of actions Ob ich jetzt nicht einen that he Lore can gemacht hätte play mit Muses. to, or songs that he can play to start Na, wahrscheinlich bouncing nicht, weil natürlich Fox even kommen more könnte. characters, or else he has to start building some sort of board so that we can Generell, start man, dealing ne, with wenn man dann the gegen ein Deck aggression spielt, that was sowieso Homero's sehr putting onto aggressiv ist, characters and dann lore. tut es nicht unbedingt Not, sich Sorgen zu machen über schlechte Trades, die man dem Gegner anbietet, denn am Ende so, ey, wenn er die nimmt, dann hat er wenigstens keine Lore generiert. Sogar fast noch gut dann. Das Problem ist natürlich, dass Madame Mim Fox in diesem Fall devastating wäre, weil die nichts machen würde mit ihrem Rush und so dann halt die Musen abarbeiten würde. Von 0 auf 1 zu gehen ist auch nicht der geile Increment, aber irgendwann muss man natürlich auch anfangen und am Ende wird man schon auch froh sein, dass es jetzt schon reicht und der Gegner nicht noch einen Draw mehr hat für Goat. Deswegen, das sind Considerations, die sollte man nicht außer Acht lassen. Allerdings in diesem Fall, ja, gegen Amethyst kann man sich das nicht gut erlauben, halt wegen der Mim Fox. So, jetzt gaint er erstmal noch 4 Lores auf 12, hat noch 3 Handkarten, da ist sogar Fox, ja. Und Goat. Und Zan hat 0 Handkarten. Wahrscheinlich arbeiten gleich die Diablos den entweder Doc oder Mickey Mouse ab, vermutlich sogar den Doc, wenn er nicht auch noch jetzt gebounced wird, was doch passiert. Okay, dann halt doch den Mickey Mouse. Und dann wird man wahrscheinlich noch mit den Musen in den Smee hauen, der jetzt gleich noch einen Schaden bekommen wird. Nochmal Doc. Das ist nämlich richtig nice in diesem Deck. Doc valuisiert einen unendlich. So. Ja, jetzt. That's right. It looks like Zan has drawn a song here, so this is going to be Oh, er hat really einen good Song for him. gezogen. Was ist es He denn? does have the muses. That's going to provide an additional layer Das of ist halt voll interruption gut. for this song. Je nachdem, And was I der think Song the genau ist es song, Strength I of a thought Raging it was Fire. We Don't Talk About Bruno, which is a card that discards. Oh, es ist We Don't Talk so About we are Bruno? going to get a draw off of Prince John as well. Wen bounced wir denn? Die pretty Mim? decent card here because it's a song, so you'll be able to trigger your muses if you want to, but
It also acts as a form of removal. It's going to put Und dann noch den Dock, probably. Wobei ich nicht weiß, ob man ihm den Trigger geben will. Andererseits kostet er halt 2 und die Besen kostet nur 1. Am Ende ist es doch besser, den Besen zu bouncen. So it looks like a Maleficent biding her time is going to be discarded. Zane will draw for turn. Or sorry, not for turn. Draw from the Prince John. Diese Situation ist, wo die Musen scheinen. Wenn der Gegner so viele Knechte hat und dann, ja, ne, die werden mir nie wieder was tun, ich bounce mal alle. Ja, er bounce auch den Besen, weil er keinen Bock hat, den Dock-Effekt nochmal rauszuholen. Nicht, dass er nicht eh nochmal rausgeholt wird wegen der Mim. Ist ja nicht so, als ob er nicht eh Mim machen könnte und dann Dock. Er hätte ja nicht Dock machen können und dann Mim. And because Mickey Mouse has resist 1, he'll take 1 damage each time, taking his willpower or putting damage on him until it exceeds his willpower. Ganz genau. Die Musen können jetzt natürlich zurück aufgefräsen werden von Dock. Und wahrscheinlich passiert das sogar. Und jetzt wird es halt wirklich dünn für Homero. Weil mit nur 12 Lore an dieser Stelle, jetzt ist er halt auskontrolliert. Wobei, nee, er könnte noch durchpushen mit Pete. Ich glaube, er spielt 3 Pete, ne? Ja. Mit Pete könnte dann noch was gehen. Weil dagegen kann Zane ja dann nichts machen. Die Musen können nicht triggern, wenn keine Songs ausgespielt werden können wegen Pete. Und ein bisschen Zeit, um das sich zusammenzubasteln, hat er auch noch. Von daher ist es noch nicht vorbei, aber es sieht relativ gut aus für Zane. Aber wenn ich Homero wäre, dann hätte ich auf jeden Fall noch Aspirationen hier. We'll see if we're going to pick this dock back up. Looks like we are exerting 3 to play Madam M. Fox here. Madam M. Fox has the ability, chasing the rabbit. When you play this character, return a character to your hand. Oh, die Ability heißt wirklich Chasing the Rabbit? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wie geil ist das denn? Ich freue mich immer voll darüber, dass es so ist. Aber dann ist es auch noch wirklich so. Das Rabbit hüpft ins Spiel, dann die Madame hüpft hinterher, Rabbit hüpft wieder auf die Hand. Now, a card that I'm eyeing in Homero's hand right now looks like a library, a location card that has 8 willpower, 1 cost to move. Ja, Library will ich dringend mal rausspielen. When you have a character here, if that character is banished, you get to draw a card. It can be very kann doch alles ausspielen. Cards like Magic Room, Luminary Keeper. Also locations historically Ach so, nee, weil er schon Tinte getappt, erschöpft. Spielen wir Magic heute. Weil er schon Tinte erschöpft hat, kann er nur noch den Besen machen und go. For these characters right here, a lot of the characters that Emerald Steel plays outside of maybe a potential Tinkerbell, Giant Fairy or das wird natürlich den Dock ihn jetzt kosten in den Hypnotize. Oh, spielt er vorher auch noch einen Prince John? Ich glaube, ja. Ah, nee, er macht es nicht. Er will lieber noch irgendwie, weiß ich auch nicht, was er noch nachziehen. Prince John wäre doch jetzt cool gewesen. Es ist ja nicht so, als ob, wenn er einen Song nachgezogen hätte, er den nicht trotzdem noch hätte ausspielen können. Jetzt kann er halt noch Diablo legen, sonst hätte er den Prince John auch legen können davor. Er kann auch Pete legen, finde ich halt nicht so stark gegen Nulanka. Prince John hätte man schon gelegt haben sollen, jetzt kommt halt Diablo, stattdessen ist auch okay. Na, es kommt Pete. Ah, um mehr Druck zu machen auf die Library oder was? Die Library kriegt sie doch bestimmt jetzt schon für 4. Mindestens. Sie zu hauen für 5 ist, glaube ich, echt zu schlecht. Weil dann ja doch Madame Mim einfach Prince John abräumen könnte. Und ob es wert ist, diesen einen Lore zu denyen für seinen Prince John. Vielleicht. Ich glaube, ich würde es gierig nicht machen, aber schon krass. Zane can't put as much damage onto your library. Does look like we're gonna challenge with everything into the library, putting 5 on it, or just with the. Looks like we're just challenging. 2 Lore und Challenge für 4. Interessant, den Prince John doch zu riskieren, aber nicht. Ich meine, es ist nicht so, als ob nicht gleich sowieso die Diablos einfach die Library wegmachen werden. Zane is comfortable with Homero taking a turn off to go ahead and
challenge that Prince John because he feels Tutor mit Ink, Snake, oder? Mr. Smee. Yeah, there comes a point in the Emerald Steel matchup where Oder was könnte es the sein? beginning and sort of the mid part of the game trying to disrupt your opponent, whether that's through discarding cards from Es könnte your auch hand noch... or drawing a bunch of cards through your Diablos, and once you starve your Nee, opponent ich of habe recht, resources, eine von den that's when beiden you ist sort es. of have to turn the gas on yourself. You have to start questing with the characters that you've been using to utilize, like Prince John, and start catching up on lore, because Zayn hasn't gained any lore this turn outside of the Prince John Pizza that was time. quested. And we see Homero, is getting closer Ich bin and sofort closer wieder to da. 20. Playing an Amethyst deck, there's a lot of Amethyst cards that he could use to gain lore immediately through cards like Goat. He's playing 2 Gathering Knowledge and Wisdoms, which would gain 2 lore as soon as it was played. So you don't want Homero to get too close to 20. Zayn's realizing that this game, it's not over, but it doesn't have much time left in it before Homero's just going to find the cards that he needs to push himself over the edge. So not only is Homero playing 4 copies of Merlin Goat, like Brandon said, he's also playing the Gathering Knowledge and Wisdom, which is very scary, but he's also playing a very interesting card that not a lot of Illumineers are playing this weekend. Aha, er hat den Bloom sogar durchgecycelt mit der Library für 2, was ich finde, was ein cooles Play ist, aber natürlich nicht, wenn der Gegner dann 4 zieht mit seinem Double Diablo. Wahrscheinlich muss er es trotzdem machen, um natürlich was zu ziehen, was das Game outclosed. Gathering Knowledge and Wisdom. The Boss is on a roll, theoretisch macht er einen Lore. Goat natürlich. Von daher er ist jetzt am Dingen, damit er noch gewinnt. Und das könnte auch gut funktionieren. Denn wenn man guckt, wann Zan endlich gewonnen hat, vielleicht hat er deswegen vorhin schon mal die 2 gemacht mit dem Prince John. Jetzt verliert er seinen Prince John auch noch for free, ohne Lore zu sparen. Looks like Homero here is nur für einen Schaden auf Madam Mim. Characters to gain that incremental lore, getting closer to 20, having quested with Madam Mim Fox, then bouncing Madam Mim und dann auch in die Library, denke ich mal. So we can put that into the ink and then play a Pascal. Nee, er moved Pascal into die Library. Like we mentioned, Warum denn ausgerechnet den? Ach, nee, weiß ich gar nicht. Das macht für mich wenig Sinn. Warum hat man damit nicht herausgefordert auf Prince John? Das hätte man doch noch gemacht haben können. Vielleicht natürlich, weil man lieber damit den einen Lore drückt nächste Runde, aber... Every time Homero draws when those Diablos are exerted on Homero's ja. turn. So Zayn has a lot of options here. Needs to answer both the location and the Interessant. characters that are on board. Ich glaube, ich hätte es mal wieder direkt gemacht und dann danach mich gefragt, ob das das Richtige war. The 5 lore he is presenting. Wie ist das denn da nicht herauszufordern? He had this Madam Mim Fox on the board that was just played this turn, but Madam Mim Fox does have the ability Rush, and there was an exerted Prince John. He had the opportunity to challenge this Prince John and take it out, but the downside to that would be exerting his Madam Mim Fox, which leaves him in an awkward state where Zan could use his characters plus some steal actions, maybe a We Don't Talk About Bruno, to take out the rest of his board. Yeah, the steal action. So I think it's a very heads-up play here from Homero to leave that Fox ready, so that way Zan has to work even harder to remove all the characters from his board, making his actions that gain him lore even more scary. Yeah, Homero certainly looks like he's played this matchup quite a few times. We see Zan, Solid. Hat er jetzt noch was für die Madam Mim? Er hat ja viele Handkarten. Hat er nicht jetzt noch einen Strength of a Raging Fire? Before then singing Let the Storm Rage On to banish the Pascal that was there, so that Homero doesn't get an extra draw off of it. Then we do see that We Don't Talk About Bruno being played. Doch. To force Homero to put the card in the hand, discard a random Tja, card. so ist das. Have any cards in hand, so Aber Romero kann die 5 Lore noch finden von oben. Er hat immerhin 8 Tinte, das ist nicht so schlecht. Jetzt sollte er mal so Doc von oben ziehen. Yeah! Daran sieht man, dass er ein Pro ist. Ich hätte auch Doc gezogen. Good choice. Wow. Ist natürlich nicht so toll. This is going to let Zan draw 4 cards off the top of his deck. Yes. But still. Still, it gives Homero cards that he can draw to sort of get back into the game, build a little bit of presence. He needs only a couple more lore. Ja, denn je mehr, auch wenn diese Charaktere jetzt total einfach von allem von der Ursula... Ach nee, es ist gar nicht so leicht. Doch, da ist Strength of a Raging Fire. Ist die Frage, ob man das spielen wird. Ach nö, er macht wahrscheinlich Let the Storm Rage On mal 2 auf den Dock und dann noch ein Let the Storm Rage On oder so, um die Sachen mal gecycelt zu haben. Total schwierig, ja, die volle Auswahl.
Ja, das wird einfach schlicht kopiert, warum auch nicht. Kann er mehr Lore machen. Ich vermute es auch gar nicht so schlecht. Kann er jetzt noch Charakter ausspielen? Oh, er hat vor allem Doppel-Pete noch auf der Hand und die Pete sind total cool. Man denkt so, Homero hat ja fast nicht so, ja, das heißt fast nichts, er hat schon einige Aktionen. Wenn man sich das Deck nochmal genau anguckt, achso, wenn man sich das Deck schon die ganze Zeit am Angucken ist und gar nicht das Game. Ja, das war natürlich wieder mal schlecht. Wie ich hier missmanage, die Fenster, das tut mir natürlich leid. Ist ja wie Radio gewesen dann jetzt die ganze Zeit. Aber wenn wir ganz kurz nochmal trotzdem gucken, was der Herr für Aktionen hat. Achso, er hat auch nur 2 Gathering Knowledge und Wisdom und 1 haben wir, glaube ich, schon gesehen. Dann ist das doch gar nicht mehr so super relevant. Great card for Zayn right now, ensuring that if Homero draws an action off the top of his deck next turn, it can't be played. Following that up with a Prince John having Ward, you know, just another character that's difficult to interact with, along with the Diablo, that will gain some advantage after knowing that that Diablo is going to survive the turn. Ja, dieser Pete wird jetzt einen Lore drücken for sure. Aber das Problem ist, dass Zayn in so 2 Zügen schon gewonnen haben wird. Ne? 2, 3, 4, 5, 7, 9 Lore on board. Ja, da geht nichts mehr. Oh, er macht jetzt Pete. Dann geht auf jeden Fall gar nichts mehr. Er müsste ja noch einen dritten Pete haben, oder? On the turn after. Looks like Zayn is organizing his board, so that way we all know which characters can do what this turn. Like Brandon said, we are not using any actions this turn because of Pete. So this Pete is likely going to stay in play for the whole turn cycle, which means that that's a guaranteed 1 lore for Homero here. And this is how Emerald Steel comes back from Lore deficits like this. You just build up a super wide. Naja, so muss es Emerald Steel ja auch machen. Man kann nicht vernünftig anders zurückkommen. Catching himself all the way back up to 15 with the 2 Prince Johns having 2 lore, everything else having 1. And then Zan's going to play a Pete of his own, saying that Homero can't play any actions that he draws as well. We're going to follow that up with a couple more characters just to ensure that we can get there on the next turn. Homero finds a Pete, and that's not going to do it. Zan is going to take game 1 of this best of 3 for the top 64. That was a great game between our 2 Illumineers here. 2 steel decks playing against each other is definitely an interesting matchup. You have a lot of 2 damage actions. You have a lot of certain thresholds that you're trying to hit with the characters you want to play, and I think our Illuminators played that really well. Yeah, and I mean, we see the value and the importance of cards like Pete, you know, basically ensuring that the cards that you play aren't going to be banished by actions on the next turn. You can keep some of those characters readied so that you can save them for the next turn. It's almost guaranteed lore in a way, just because you know that there's not that interaction, and we see how Emerald Steel manages to come back from being so behind. You know, their game plan being to disrupt the opponent as much as you can. Especially aggressive decks can be difficult for these Emerald Steel decks because of the characters that have lower stat lines, making it a little bit more difficult to interact with them, especially if you don't draw as many early songs. But Zan did a great job there of slowing down Homero as much as he needed to and coming back from a deficit. So I'm eager to see if Homero can swing this back around in game 2 and make this a best of 3, or if Zan is going to take this all the way. Yep. We're definitely going to see what happens when Homero goes first here in game 2. Let's watch. Let's get into it. We see our 2 Illuminators laughing as they're drawing their hands. Even in a heated game like this, in the top 64, high-stakes situation, you still want to have fun and have a good time with your fellow Illuminators. It's great to see, honestly, just the sportsmanship going around this weekend as players are just happy to play against one another, happy to sit down and have a good game, shake hands at the end no matter who wins. Yeah, I mean, we heard from some different Illumineers yesterday that Rebecca was interviewing, and one of the things that kept coming up is how awesome the community was, and I couldn't agree more, you know, it always feels like a fun time sitting playing Disney Lorcana. We all know that we're here for the passion of the game, and for most of these challenges, it's been interesting to watch, especially these high-level players, you know, playing for heavy stakes. We're not moving into something like a Nationals invite yet, but you know, you only have to win 2 rounds in a day 2 in this top 64 to get there. And ja, so, 3 Stück. Very fun to see that both Damit kann ja, you know, being good sports about everything, ganz hervorragend die and, you know, playing at their best. Ursula Deceiver of All abarbeiten, Players shuffling up after their altar here. Die ansonsten schon relativ viel machen würde. I did notice something interesting about Zan's altar. So he started out with no 2 cost or less characters in hand. Only mulligan 2
and ended up with none in hand after the altar. Now, I might have missed something, but I think that we are not going to see a play from Zan here for a few turns. That's definitely not something you want to, that's not a position you want to be in if you're Zan. I do see a morph that Zan has in place that could be a potential 2-cost character that gets played, but knowing that Homero is playing a more aggressive deck, you definitely want to have characters in play that you can use early on to slow them down a little bit, especially when Homero opens with a card like Maleficent biding her time, that it's not a very well. Jetzt werden wir sehen, wie das Matchup ist. Homero sollte doch schon gewinnen jetzt on the play wenigstens. We saw how close Homero got to 20 on the last game, going second. Going first, you get a little bit of initiative in the sense that you get to quest with your characters first. You get to do. Weil das Emerald Sea Deck ist doch ein bisschen slow und vor allem diese Mechanik, die Hand des Gegners anzugreifen, ist auch nicht gerade stark gegen so Agro-Decks. Man würde ja doch lieber die Hand angreifen, während der Gegner noch nicht so viel ausspielt und dann ganz schnell schon alles abgeworfen haben und das Board ist immer noch manageably klein und dann macht man das halt weg und so. Aber so, ey, das ist mal stark für Homero. Zan hat ja keine Grab Your Sword oder so. Aber er hat Tinkerbell, ich frage mich nur, wie viele. Oh, gar keine. Die hat er gecuttet. Interessante Choice. Yeah, I think Zan is looking to get some characters on board here, especially after Homero opens up with a very aggressive ja, genau, aber Boom total, hier Fire the Cannons total super. Was hat er noch in Fire the Cannons? Ja, leider. Aber er inkt und macht noch Dock und discard das andere wahrscheinlich. Ja, so ist es auch. Ja, dieses Agro-Deck mit Dock finde ich ja nice. Da denke ich mal, Zan ist bald schon kaputt. Er hat ja jetzt noch irgendwie... Wobei Homero, wenn er keinen Smash hat. Und Zan legt jetzt die Ursula. Dann kann Homero noch so auf 13 gehen. Aber dann kann Zan schon mal so ein paar Sachen klären, aber auch nicht wirklich alle. Doch, mit Turn 4 Musen kann er dann alles zurückschicken. Das heißt, wenn er jetzt einfach Ursula legt und Homero hat keinen Smash, wie es aussieht, dann kann er jetzt gleich doch immer schon mal so 4 Charaktere nächste Runde clearen, indem er 2 davon mit dem kopierten Strength of a Raging Fire traktiert und wahrscheinlich die beiden Maleficent und dann noch 2 Charaktere bounced mit den Musen triggern. Nur Homero wird ja jetzt wahrscheinlich doch noch so 2, vielleicht sogar 3 Chars nachlegen, die dann nochmal ein paar Lore machen. Also wird alles wirklich anstrengend. Ja, 3 Stück. Aber was ist das? Nein, er macht The Bosses on a Roll für 3. Das finde ich jetzt aber schwach. Ich hätte jetzt lieber die Charaktere gelegt und dann erst eine Runde später The Bosses on a Roll. Die Charaktere hätten ja jetzt mehr gemacht. Jetzt hat er genau 4, die sind gleich genau weg. Und dann legt er welche nach und dann sind die auch weg, wenn er Pech hat. Wenn er stattdessen jetzt die Charaktere gelegt hätte, dann hätte er die nächste Runde gehabt, um damit Lore zu machen. Und dann hätte er immer noch The Bosses on a Roll rauslassen können. Ich weiß gerade nicht genau, was seine anderen beiden Handkarten sind, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, die auszuspielen. Ich glaube, er hat die nur deswegen nicht gemacht, weil die so One-Drop waren und er Mana-Kurve machen wollte, alle 3 ausnutzen. Vielleicht war natürlich aber auch einfach der Plan, das Deck jetzt schon mal so zu stacken, nach Möglichkeit auf, wie viel hat er denn jetzt oben oder unten gelassen. Achso, er kann noch, okay. Ja, dann ist es ja noch fein. Kann man den Dock in Play lassen, braucht man ihm wenigstens keinen Retrigger zu geben. Jetzt kommt garantiert genau dieses Play, was ich gerade vorher gesehen habe. 2 Maleficents werden abgearbeitet werden und die beiden Musentrigger werden noch Maleficent und Mickey Mouse auf die Hand schicken. Dann gibt es nur noch Dock. Der bringt ihn auf 15. Aber then what? Weil dann hat Zan auch nur noch so Charaktere. Er hat dann immerhin Muses und Ursula, um zu challengen, den Dock, und der ist dann weg. Aber die Sachen, die nachgespielt werden, Zan sollte dann echt nochmal so einen Song top decken. Das ist ja jetzt schon mal relativ stark. She's prepping her voice. Doing some warm-ups. Ich finde, das ist so einfach. Wie kann man da so überlegen? We do see Ursula singing Strength. Weil was willst du sonst machen? Challenge Maleficent? Jetzt bist du doch schon so drin in deinem Turn.
both Maleficent biding their times. The Strength of the Raging Fire is going to go to the bottom of Zan's deck, and then the Muses is going to trigger twice because 2 songs were played, bouncing the Maleficent and the Mickey back to hand, leaving only the Trotzdem ist das Dock schon verdammt gut für Homero. only 1 lore. Auf 15 geht er jetzt schon. Suddenly it went from Homero looking in a very dominating position to half of his board gone with just Oh, wird er jetzt sogar Snake machen? Ich glaube. Fire, Ursula, and I guess a third card of the Muses, of course. Ah, er wird wahrscheinlich noch Mickey sogar inken, So we're gonna dann Maleficent rauszulassen und wieder Dock. Actually very good for Homero because we're gonna get that Dock back to hand. Wie dieser Dock Zan grindet. so nicely left on the board for him. Klar, Rabbit And we're gonna grindet the auch, Maleficent aber and Dock ist replay halt the so Dock. When günstig. Dock is played, of course, we're Die Hand gonna ist draw dauernd 3 leer, cards Dock immer wieder Draw because 2, we Draw have no 2. cards in hand and Total cool, discarding our hands dieser Dock is easy if in we dem have no Deck. cards. That's it. You're exactly right about that. We're going to push on over to Zan. We do know that he has another Strength of Raging Fire in play. If we can get a third character in play, which we do have the ability to do so with a card like Diablo. We also drew a Beast Tragic Hero, or we have that available to play if we... Well, no, we don't have an equal card, so it would have to be just the Prince Sean or the Diablo played this turn. Then we can double Sing Strength again, deal 3 damage to 2 characters, potentially the Dock and the Madame Mim Snake, and then use one of the Ja, da ist sogar noch ein Song. What a luck. Back to Homero's hand, slowing him down. Yet another turn. Ja, ich denke mal, einen Charakter zu droppen. Vielleicht Beast. Lore. Ink und Beast wäre natürlich schön passend für 5, damit man auch Dock abschießen kann und Maleficent. Aber will man Snake wieder auf die Hand geben? Man könnte auch... Oh, ich hätte Beast eher gelegt, weil es dauert erstens... Wir müssen nochmal seine Hand gucken, vielleicht will er keinen 5. Ink machen. Ah, er bounced genau die Maleficent zurück, weil obwohl die nur 1 kostet, hat die halt keinen Come-to-Play-Trigger. Und ist deswegen vielleicht wirklich die beste Choice. Macht er jetzt noch eine Ink? Ah, er hätte es nicht machen können. Er hatte keinen 5. Ink, außer das Beast selbst. Ja, okay. Schade. Weil das Beast zu legen wäre geil gewesen, weil er in der nächsten Runde wieder 2 Draws gehabt hätte, um das Kopfzeug von Homero noch mehr abzuarbeiten. Es kommt ja von Homero jetzt bestimmt noch mehr. Er hat ja jetzt nicht nichts mehr. Er hat den Dock. Er hat basically nie nichts mehr. Er hat dann noch eine Library. Er macht Library, Maleficent und Dock mit dieser Ink. Krass, dass er so als Agro-Deck auch noch mehr Ink hat als Zan. Do I want to see those 2 cards and maybe play them? Or do I want to just play the library, have a solid statted location in play, plus just have my 2 characters? And it looks like that's what he's going for. That solid statted location to be very valuable. Da ist das Gathering Knowledge and Wisdom, bitte. Knowledge and Wisdom come into Homero's hand here. Very scary. This is getting very scary for Zan because that 8 willpower on the library is going to be really difficult to deal with. We only have 6 willpower worth of... Jetzt ist schon Ende, ne? Man kann nichts mehr machen. Er kann nur für 6 Challenge in die Library und dann frisst er 2, 3, 4, 6 Lore und hat verloren. Und dann ist es Zeit für Game 3. Mit wieder Zan on the play. Bin gespannt. Stell mal die Pizza auf. Essen. Gonna see him quest for 3. And Homero sees that. He quests for 3 immediately. Goes to 19, makes sure that's noted, and he plays the Gathering Knowledge and Wisdom, and that is the game. Our Illuminators pack up their cards, and we move to Game 3. Homero takes Game 2, pushing on into a Game 3. You know, I'm sure that the players wouldn't like to play a best of 3. I'm sure one of them would just like to win both and move on, but I don't know about you, Sam. I get excited when we get... to the 3rd game because everything's on the wire now. You know, whenever player wins this next game is going to move on to the top 32. Like I mentioned earlier, you know, Homero hasn't gotten his invite yet to a DLC. Zan has performed extremely well at past DLCs. So both of these players, you know, having something to play for. Interested to see what happens on this 3rd game. Definitely interesting to see what happens. We've seen both decks do their thing. We've seen Emerald Steel, you know, take control of that Game 1, really eliminate all the characters, send them back to the hand, discard the hands, and then slowly win through lore. And then we've also seen Homero in Game 2 take it all the way basically from 0 to 20 as fast as he could. And Zan did his best to stop him, but got so close, but Homero had the Gathering Knowledge and Wisdom. Yeah, I mean, we can see
the difference between when Homero gets to go first, be the aggressor, when Zan misses an early opening, you know, didn't find a one-cost Diablo in either game, only had the Morph to play on turn 2, it immediately got fired the cannons. Homero was able to push himself to 20 so that he could play those instant lore-gaining cards in his deck and make it there. Zan's going to get to go first on this next game, so I'm eager to see if Zan can find what he needs on this one and finish it out, or if Homero's going to take it and move on to top 32. Yeah, let's see what they got for us. All right, here we see game 3 here, and we know both of our Lumineers have 1 game win, and Zan did choose to go first in game 1, so I think he's probably going to choose to go first in game 3 as well. It's definitely advantageous for Zan to go first here. Looking to see if Zan has already altered or not. There's not a one-cost character. I think he is looking to alter here, putting 3 cards down. Looks like he might be keeping a Strength of Raging Fire, Let the Storm Rage On, and a Morph. Looks like we're going to put back that Let the Storm Rage On, keeping only a Morph and a Strength of a Raging Fire. Very likely just looking for a one-cost Diablo, looking for a shift line for that Morph. Maybe an Ursula Deceiver of All that we can use to sing these songs. We saw the power of that card in the last game. For Muses, we know how impactful that card can be as well. We haven't had the ideal opening for Emerald Steel in the past 2 games either, of having a one-cost Diablo, you know, shifting into the other one. Although we do know that Homero was playing cards like Fire the Cannons that can answer a Diablo. Zan would need something like a Hidden Cove that he could move to give Diablo +1. Also an Homeros Stelle würde ich ja fast alles mal gönnen, was nicht 1 kostet, hoffentlich so den super God-Roll zu haben mit Eindrop. Of these players altering their hands, and you can really tell with players of this caliber what cards they're looking for in their opening hands. We saw Zan keep only 1 card there. He kept just the Strength of a Raging Fire. And we saw Homero keep Fire the Cannons and Mr. Smee. So both players choosing to keep a steal action that does an amount of damage. For Fire the Cannons, it's just 2 damage straight up, but for Strength of a Raging Fire, of course, it's incremental based on the number of cards. And then Homero obviously taking his 3 willpower, Mr. Smee. Ja, interessant. Er will Fire the Cannons auf der Hand behalten, vielleicht um den Diablo des Gegners abzuballern. Die Frage ist, ob er, wenn Zan Diablo legt in Turn 1, ob er direkt den Eindrop wegmacht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wartet er noch, bis der Shift kommt. Das gibt Zan dann zwar eine Karte, aber kostet auch eine Karte. Und dann noch eine Karte wegen des Diablo. Ja, das ist das Stärkere. Aber er hat leider noch nicht mal einen. Hat Homero jetzt einen One-Drop? Kommt da jetzt Pascal? Ach nee, da kommt natürlich Mickey. Library kommt direkt in die, weil er hat noch eine Library. Was ich auch random finde, weil man hätte theoretisch auch einfach so Library rauslegen können und sich dann angucken können, wie lange der Emerald Steel Spieler braucht, um da actually 8 Schaden drauf zu machen. Ja, beboomen kann man den jetzt leider nicht. What a drop. Aber es könnte wohl Morph kommen oder Ursula Deceiver. Ursula Deceiver glaube ich nicht so strong. Ne? Wie viel hat er denn an Songs? 2? Ja. We could play this Ursula, take a peek at Homero's hand, potentially discard a song card if there is one. We don't find any songs, but Zan is getting information here, which can be vital in a matchup, especially like this, Zan being able to map out. Ja, vor allem weil für uns. Homero's next couple turns may look like. Man sieht, er hat gute Quester und halt diese Library. Zan at this point in the tournament, I'm sure, has figured out a good way in his head. There's no note-taking in Lorcana, except for lore. But of course, if you remember your opponent's entire hand, was total sinnlos ist, man sollte sich Notes machen dürfen. Every turn, if you just remember what cards they have. So Zan, I'm sure. Es ist ja nicht so, als ob man die gegnerische Hand jede Runde anguckt und die sich unendlich durchcycelt, man immer x Kartennamen aufschreiben muss, andauernd. Nein, es kommt selten vor. Random in Turn 1, 2. Guckt man sich die Hand an, schreibt alles auf, streicht das ab, wie das ausgespielt wird. Wenn man dann irgendwann später nochmal die Hand sieht, das und das ist dazugekommen, okay, fein.
Es würde echt nicht lange dauern und würde diesen Memory-Aspekt eliminieren. Man kann natürlich argumentieren, so, ey, sich die Sachen merken zu können, ist der Skill und gehört dazu, ein Pro-Player zu sein. Und ganz eindeutig gehört es dazu, basierend darauf, wie sie die Regeln formuliert haben. Aber ich finde, dass das ein merkwürdiger Aspekt ist. Ich finde ja, der Skill ist so, sein Deck zu bauen, die richtige Karte in die Tinte zu tun, den Mulligan, die richtigen Karten beim Mulligan zu behalten und nicht zu behalten. Und dann die richtigen Challenges oder Quest oder nichts oder Sing-Song zu machen, seine Tinte für das Richtige auszugeben. All das sind diese strategischen Entscheidungen, die man erwartet in so einem Trading Card Game. Aber dann musst du noch random Sachen auswendig lernen können. Ja, okay. Aber ich persönlich hasse sowas immer. Es gibt Leute, die spielen Siedler von Katan ohne Aufschreiben, darum spiele ich das mit denen nie. Weil die Information ist public, ich habe keinen Bock zu memorisen. Darf ich es mir bitte notieren? Nein, darfst du nicht. Okay. Meiner Meinung nach sinnlos. Egal, man kann es ja nice finden. Aber Sachen auswendig zu können ist so bad. Informationen verarbeiten zu können ist nice. Informationen zu haben ist eigentlich, vor allem jetzt auch noch mit Google in der Hosentasche. Ja. Kein Skill. Aber egal. Homero auf jeden Fall curved gut aus, wie erwartet. Ich hätte allerdings erwartet, dass Turn 3 entweder Lawrence kommt oder Library, aber bestimmt nicht Mr. Smee und Magic Boom. Aber kann man natürlich machen, in Anbetracht der Tatsache, dass Zan keine Ursula im Spiel hat und insofern sich schwer tun wird, das breite Board zu klären. Man weiß auch, dass er nicht mal Tinkerbell im Deck hat, ganz zu schweigen von Grab Your Sword. Pete hätte natürlich auch challengen können. Ich glaube fast jetzt mehr Pete ist das Beste. Actually, sorry, we do have a targeted discard, but we're missing that generic discard to work with our Prince John here. And we do have the steel, the strength of a raging fires, like we said, but we are still missing the Ursula Deceiver. We have the other Ursula. We have regular Deceiver, but we are missing Deceiver of all. Yeah, and you know, both these players are playing with open deck lists. Da hätte man ein Lore machen können mit Ursula. Ich glaube nie, dass Mr. Smee die dann abgearbeitet hätte. Ah, okay, es hätte dann wieder Fox kommen können und die abarbeiten. Wohingegen er Pete nicht schon abarbeiten kann, aber halt nur im Trade gegen sich selbst. Von daher ja, mit der Ursula nicht einen Lore zu machen, ist vertretbar. Aber eigentlich braucht er die nicht dringend. Wäre die nicht den 3 Lore-Swing wert gewesen? Keeping Homero from playing any of those. We're going to see Homero playing the library for the turn. We've talked about the importance of locations against Emerald Steel matchup, but with Zan having 2 Petes on board that both have 3 strength, one being traded with Mr. Smee here after being moved to the library so that Homero can draw a card. You know, those Petes can challenge for a lot. Aber ja klar, wegen der Library war es das Board Control Play, ja, finde ich in Ordnung. If we can continue to put characters on board. I think the issue here is that now that one Pete's been banished, we can still play character on board this turn, like a Prince John is one that we have in hand. We drew another action, that being Baboom, but er hat 4 Ink nur, ne? Right now, our only 3-cost character that can sing Strength of Raging Fire. Aber kann jetzt trotzdem lecker. Use our songs to banish some of these characters like Magic Broom or Mickey Mouse. Ich würde jetzt 5. Tinte machen, mit Pete Mickey Mouse abarbeiten, Baboom ausspielen auf Magic Boom. Mit Ursula einen Damage machen auf die Library und dann noch Prince John nachlegen und go. Aber Zan muss jetzt erstmal wieder unendlich in den Tank. Man könnte ja theoretisch auch für 4 in die Library reinbämbeln und. Aber clear doch dieses Board. You want 3 damage on my location, or do you want to take out my Mickey Mouse? Because you can only do 1 with this current setup you have of characters. We do see that because Zan drew another steel action here, he can actually sing strength for 3 damage if he plays as Prince John. Ja, aber an dieser Stelle mit Pete Strength of Raging Fire zu singen auf Mickey Mouse ist doch die Verschwendung schlechthin. Challenge ihn einfach. Er hat, glaube ich, doppelt Strength of Raging Fire auf der Hand und Baboom. Baboom kann er jetzt voll geil machen, noch auf Magic Boom. Ja, more like Magic Boom. Und finally noch einen Damage auf die Library.
particularly strong card in that if you can build yourself a wide board, you can do a lot of damage. So I'm eager to see if we decide to sing Strength here with Pete, or if we value challenging the library. Looks like we are going to sing Strength, hitting that Mickey. So the library will be relatively safe this turn. We are still going to ink a Strength here, playing the Baboom, banishing the Illuminary Keeper and putting 1 damage on the library. Taking it down to 7. Hat jetzt Strength of a Raging Fire abgeworfen, 1 Schaden zu heilen auf Pete. So I find it very interesting here that Pete did not challenge the Mickey and instead sang a song, sogar die Kommentatoren. of hand to take out the Mickey instead of just challenging with his strength. What? Now, this is obviously because Zan knows that there's still a Fire of the Cannons waiting for him, but it just goes to show that Zan is thinking about that even Ach so, weil wusste, es ist Fire of the Cannons, deswegen wollte das damit umplayen. Later, after seeing that hand, he still has it memorized. Very impressive. Interessant, den haben wir nämlich auch gesehen, wir haben es nicht memorized gehabt. Na gut, das rechtfertigt zumindest ein bisschen die Consideration. Ich glaube nicht, dass ich das je gemacht hätte, weil so, what now? So what, wenn nur ein Fire the Cannons... Jetzt kannst du diese Charaktere nicht wegmachen, musst dir super Lore-Gain von denen angucken. Ist zum Glück noch nicht so schlimm. Aber es ist auch nicht mehr so toll. Nee. Zen. Gains +4 strength, giving on your turn, giving Beast 7 strength can be really great for challenging locations if Beast ever does get damaged. But also providing Zan an extra card draw for turn, giving him potentially more options to answer this wide board and scary board that Homero's building. And it looks like Homero has drawn Doc for turn. Very good draw for Homero, giving him 2 extra cards, 2 fresh cards from the top of the deck. And it looks like we have drawn a Fire the Cannons, unless I am missing that. Let's see what we have. Having a tough time seeing what Homero has in hand. Is that a Befuddle? Okay, we're gonna ink Lawrence. It's a Befuddle. We're gonna pick our Doc back up with Befuddle, replay the Doc, Nice. More cards. Very interesting interaction there. He said, let me do that again. Alternativ hätte man Befuddle casten können auf Ursula, die dann jetzt nicht Maleficent hätte überfahren können. Uses would be pretty good right now if we had a song. Fortunately, we don't. And Zan hat keinen Song, okay. Diablo wird er dann wohl ausspielen. Dann wird er vermutlich die beiden Maleficents uptraden mit seinen Emerald-Charaktern. Mit dem Beast noch 3 in die Library hauen. Homero might be able to challenge in. It would also mean that he's not dealing with either of the Maleficents that are... Ich weiß immer noch nicht, ob es gut war, dieses Strength of Raging Fire. Das hätte man ja sonst noch gehabt, um die Maleficents wegzumachen. Wenn man stattdessen noch Pete gehabt hätte, dann hätte man damit halt mehr bammen können in die Library, aber dann... Die hätte ja auch nur so Lore gemacht in der Zeit. Vor allem hätte der Gegner den Fire the Cannons dann ja noch. Sonst wäre er wenigstens ausgegeben worden auf Pete und wird dann nicht später ausgegeben auf Diablo. Oder vielleicht sogar auf Beast. I've lost track of how much lore it's gained since it's been played, but it's been a lot. It's been very difficult for Zan to deal with. We are going to see a Diablo being played for Zan at his turn and then passing after that. Ja, dieser Diablo hat ordentlich Lore, diese Library hat ordentlich Lore schon gemacht. Aber jetzt so langsam... das Gathering Knowledge and Wisdom ist natürlich schon gut. Ich würde es eigentlich doch mehr Homero Sanchez gönnen, wenn er weiterkommt, ne? Weil sein Deck einfach irgendwie cooler ist. Seltener gespielt wird. Ich finde allerdings, dass Emerald Seal halt ein total starkes Deck ist. Gain lore cards. We do find a boss is on a roll. Vor allem will ich nicht Lügen gestraft werden, wenn am Ende Homero Sanchez gewinnt. On the draw insgesamt. Obgleich ich vorher noch spekuliert hatte, dass das Matchup entweder gut ist für Zan oder Mid. Wenn dann Zan verliert. On the play. Das wäre schon krass. Homero does have an interesting option here. He can quest with this Doc, or he can challenge it into the Beast Tragic Hero. Of course, challenging here means he loses out on 1 lore, and you know, every lore counts. Ich glaube, an Homeros Stelle würde ich pushen.
Willst du jetzt wirklich das Inken? Homero's considering here if we want to ink the broom so that we can play bosses on a roll, essentially stack the top 5 Nee, mach doch einfach Broom. cards in our deck, or if we're gonna ink Ach this so, and then play out the Gathering Knowledge and Wisdom and the broom. Ja, wahrscheinlich, weil er auch Angst haben muss vor Discard. 14 und jetzt kann er noch 2 Stück reinhauen. Ach ne, Pascal auch gerade erst gelegt. Should push us up to 15, I believe. And now we're getting dangerously close for Homero here on 20. We have 4 lore on board, including das geht aber noch. Zan kann dieses Board nicht clearen. Oh. Er muss Pascal und Magic Boom überlassen. Er kann wohl Library und Dock wegmachen. Muss aber auch noch Beast benutzen, um Dock wegzumachen. Ach so, nee, er kann mit so Diablo und Ursula auch den Dock wegmachen. Und dann mit Beast die Library. Und mit Prince John noch 2 Lore machen. I think he had a Muses in hand, right? So yeah, had a Muses in hand on a usually very flexible card, being able to give characters extra strength, or force your opponent to discard a card, or banish a chosen damage character. Aber dann geht Homero trotzdem schon mal noch mindestens auf 17. Und Zan hat 2 Lore dann nach meiner Playline. Looks like we are eyeing up a challenge maybe with these 2 characters to take out the dock. Ja, genau, das will es auch sein. Challenge with the beast to take out the location. If you're Zan here, you definitely just want to Wobei man könnte natürlich auch irgendwie so Anna mit Kicker machen. Ursula buffen. Damit, das ist glaube ich geiler, ne? Anna mit, oder Sicker, wie ich das gerne nenne. Für +2 Attack auf Ursula. Bambelt für 3 in den Dock. Dann Diablo arbeitet die Library ab und Prince John und Beast questen noch für 4. Das ist, glaube ich, das Nicere. Es geht aggressiver ins Gegenrace über, was dringend sein muss bei diesen Lord Turtles. Ich weiß ja auch nicht, was Zan stattdessen ausspielen wird. From staying in play. It looks like we are going to challenge the dock with Ursula Deceiver and Diablo to banish it and use the beast to challenge the library, finally banishing that after multiple turns. The library getting us multiple draws and oder spielt er lieber jetzt die Muses, aber die finde ich eigentlich nicht so toll aufs Board zu developen, weil man die immer noch legen kann, dann, wenn man einen Song finally gezogen hat. Aber doch, da kommt es schon fett raus. Ja, das Hidden Cove würde ich wahrscheinlich auch inken. Anna wird noch zurückbehalten, naja. Kann möglicherweise noch mal eine Handkarte nehmen. Und dann noch eine 10 mit Prince John. Was jetzt natürlich genauso zutrifft auf den Hypnotize. We do have the Pascal and the Magic Broom in play for Homero. To start the turn, we're of course going to quest with Magic Broom, and looks like we drew a character. We did. That's great. The Magic Broom. Die Anna hätte mir echt besser gefallen für so einen niceren Bootleg-Turn. And Zan is going to be so sad to see this. It's Doc. Yeah, we do find Doc. Stan making sure that he gets his draw off of the Magic Broom from Diablo. He's going to also get 2 cards off of Doc, but Doc is one of the better cards we could have found from Homero here. Da würde ich echt aufpassen übrigens. Also, Zan hatte ja die Karten schon gezogen, fast schon so bevor Homero die gezogen hatte. Die Sache ist die, das ist ein May-Trigger. Ich weiß gar nicht so genau, was passiert. Wenn ich auf dem Turnier, ne, ich habe 0 Handkarten, ich ziehe von oben hier, bam, Doc. Dann mein Gegner, ich reiche so zur Library, aber der Gegner grabt die 2 Karten schon und hat sie auf der Hand. Und ich sag dann so, ne, ich mache es doch nicht. Der Gegner sitzt dann schon da mit den Karten in der Hand. Oder beziehungsweise ihr halt, wenn ihr da zu vorschnell agiert. Man sollte echt warten, bis der Gegner die Karten tatsächlich gezogen hat. Ich habe oft genug schon so gesehen. Und Start of Turn und so, wo die Sachen mandatory sind, ist das nicht so schlimm. Ey, du musst ziehen. Ich habe schon mal gezogen, weil ich wusste, du ziehst jetzt eh. Beim Dock kann man sich da zwar sehr sicher sein, vor allem wenn die Hand 0 war, wenn er ins Spiel kommt. Es ist aber May. Diablo being the only evasive character on Zan's side of the board. Just like we've said, this is not a situation, if you're Homero, where we want to make mistakes.
So we want to think through every play, make sure that we have everything that we want in play or coming into play. So we're going to play this Madam Mim Snake. We're debating here on what we want to choose to return to our hands. It looks like we're pointing at a few characters. I think players are just making sure that Homero had enough. Vor allem selbst wenn man 0 Handkarten hat, wenn der Gegner Diablo hat, ist es ja nicht so, als ob es unreasonable wäre, zumindest zu considern, mit dem Dock vielleicht einfach nichts zu ziehen. Ich glaube nicht, dass man das je really machen würde. Aber der Judge müsste zugeben, so, ja, hätte was für sich. Im Gegensatz zu, ey, warum benutzt du es nicht, du hast 0 Handkarten. Dann zu erzählen, so, ja, ich habe Angst, dass er mich Deckout macht mit ABNW, wäre natürlich ein bisschen dünn. Aber gerade der Diablo so rechtfertigt die Consideration selbst. We don't talk about Bruno. We'll bounce the character back to Homero's hand, force him to discard it. We'll get a draw from Prince John. Hat Homero jetzt wieder 0 Handkarten? Ich glaube, ne? Aber er hat ein Board und kann man das... Ja... Outside of that, I don't think we have a removal action in hand. You know, we'd still need to get rid of Oh, wir können auf jeden Fall... I'm not sure we have a way to do so currently with the cards. Wir sollten auf jeden Fall schon mal für 5... Ja, vielleicht sollten wir mit dem Beast singen. Mit dem Beast sollten wir wieder Talk About Bruno singen. Auf die Maleficent. The Beast Tragic Hero going ahead and singing We Don't Talk About Bruno. We're gonna return Madam Mim Snake to Ach so, er bounced die Snake und we don't talk about Bruno, then returned Maleficent mit den Muses wahrscheinlich. Ah ja, da hat er noch einen We Don't Talk About Bruno gezogen, das ist convenient. Dann kann er jetzt auch noch Maleficent wegmachen und Mickey bouncen. Wobei, ne, Homero hat ja jetzt noch eine Handkarte. Die sollte man erstmal noch discarden mit Sudden Chill. Aber jetzt gerade geht Syed echt in die Gegenoffensive über. Es ist allerdings, ich meine, ein Gathering Knowledge Wisdom ist ja schon weg. Aber es gewinnen es noch 1 und 2 The Bosses on a Roll. Und ich vermute doch ganz stark, dass er 4 Gold hat. Ja, natürlich. And then we can put one more card back into Homero's hand, force him to discard it, bouncing it with the Muses as well. If we can play this, we don't talk about. If we want to play this, we don't talk about Bruno this turn. Of course, we need to get at least one of these characters off of the board so that Homero doesn't win next turn. Even if, okay, we are going to bounce the Maleficent back to hand after playing the Sudden Chill, it being a song, resolving the Muses. Und jetzt macht man noch Hypnotize? I think Zan wondering if we want to play this, we don't talk about Bruno, we could play the Hypnotize. Achso, das Problem ist, wenn du das Hypnotize spielst, am Ende kriegst du den Mickey nicht mehr weg. One from the discard and one for Hypnotize. Such a close game from both players here. Yeah, because you have to think, you know that Homero's playing some of those gain lore instantly cards. Is Homero playing any Merlin Goats? He is. He's playing 4 copies of Merlin Ghost. We have yet to see it at all over the course of this match, but he is playing it. It is there somewhere. Merlin Goats, Bosses on a Roll. I think we've seen one Gathering Knowledge and Wisdom Ich glaube, already, but any of those cards off the top, We Don't Talk About Bruno noch rauszulassen, ist einfach das Safere. Diesen einen Lore-Gain sich zu gönnen, fände ich super krass. Why haven't I seen a Merlin Goat at all this match? We are going to play that We Don't Talk About Bruno, pushing Mickey back into the hand. Homero gets to randomly discard a card. It's either going to be the Mickey or the Maleficent that was put back there, I believe. We are going to see the Maleficent being discarded. We're going to draw a card from that discard. And we see a Pete. So we definitely wanted to see some kind of Sudden Chill or something like that to maybe take the last card out of Homero's hand here. But I think we will definitely settle for a Pete. A Pete is a very good card for next turn when we have enough ink to play him. Ja. Potentially locking Homero out of drawing cards like Gathering Knowledge and Wisdom and Bosses on a Roll. Wobei relativ sicher ein Bosses on a Roll und ein Gathering Knowledge and Wisdom schon weg ist, sodass Pete jetzt auch nicht so der super Lockout ist. Wen smasht man denn jetzt? Das ist immer die große Preisfrage. Beast. We're going to use this smash to damage the Beast so that Zan doesn't get an extra draw. We're going to replay this Mickey, but we've seen Zan do this. Weiß ich nicht, ob ich nicht besser den Diablo fahren hätte. Stabilizes, catches back up, builds a ginormous board here, and then can use this board to quest, gaining a bunch of lore in one turn.
Ja, jetzt kann er ja Lore on board right now, so if Zan can just Let the Storm Rage on find ways to rauslassen. delay the Es game verbannt den one or Wiki two zwar more nicht, aber es turns and bounced ihn. quests off with these characters, he can Dank catch der up to Musen und Homero dann and kann man steal ihn von the da game away. abwerfen mit dem Hypnotize. So surely we see a Pete come Potenziell down auch mit der Anna mit on Sicker. on the Emerald Steel Man könnte ihn auch side nicht here. bouncen und ihn verbannen Locking mit out. Anna, aber das ist bad. Weil dann zieht man die Locking Karte out nicht. Homero from the option of Beschieß ihn. drawing something like Doc and then, Schick ihn zurück auf die Hand. Ja, wow, sogar noch ein Prince John. you know, gathering knowledge Super and lecker. wisdom, Noch gathering rausgelassen. knowledge and wisdom, something like that. It is unlikely, but it can happen. Wobei, vielleicht lieber But nicht, you ne? definitely Lieber noch wanna Pete. cover all your bases Damit man in a nicht moment gleich like noch this, surprisingly when you have the irgendwie option, close you out might as wird. well. So we are gonna see that Weil Pete du bist come eh schon down, ein Turn blow away his whistle, vom saying, Win, "No oder? actions for you." Zan Jetzt noch understands 2, that 3, he is 4, racing 6, at this 7 point, Lore, playing that 13 Let und the ja, Storm das Rage on, reicht. damaging the Mickey, but more importantly, just pushing it back Homero to kann nichts mehr Homero's machen. hand Er with kann the jetzt user's nicht trigger Topdecken, um zu gewinnen, und nächste and Runde hat er discarding it verloren. with Hypnotize, drawing some cards. Like you mentioned, Sam, playing the Pete so that Homero can't play any of those actions. They could steal the game away, and then just playing the characters that he can to get extra lore on board. We're going to quest out completely with our characters, pushing us up much closer to Homero. Homero is going to find a Pete to play. Oh, that's gonna Pete, keep aber er Zan reicht from nicht playing mehr. the actions on this turn. And Homero's going to see that Zan has game next turn. Can't take it. He's Ja, gonna ich dachte take mir, dass das Matchup gut sein würde für Zan. Moving on to the top Allerdings im Nachhinein hat 32 Homero mir doch of mehr gezeigt, als DLC ich für möglich Seattle. gehalten hätte. Es mag sehr gut sein, dass dieses Matchup doch nur mit ist und dass, wenn Zan nicht angefangen hätte, dass er dann Games 1 und 3 verloren hätte, anstatt gewonnen. to Homero. Ja. Pushing so hard and Muss ich almost mal getting testen, there in dieses game Amethyst-Stil. three, Weiß ich almost at 20 lore. gar nicht genau, Amazing. wie I mean, gut das that ist. was a Sehe ich so in nail-biter der of a Form match jetzt for sure. On a zum couple zweiten of Mal, those nachdem games, gestern especially Curly that das last Runde one, 1 we im can Feature-Match see gezeigt hat. just how